Okay, meine lieben Freunde der leichten EDV, dann mal wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Windows 10 und Supportverlängerung des sogenannten ESU anschauen. ESU steht für Extended Security Update. Das gibt es für die EU und das gibt es weltweit. Das gibt es für Firmen und das gibt es für Privatkunden. Wobei die Privaten meistens ja keine Kunden sind, sondern das so gekopiert haben, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist Microsoft-Problem und eine Schmähens. Der Support für Windows 10 endet offiziell am 14. Oktober 2025. Danach bietet Microsoft das Programm Extended Security Updates ESU an, das den Support um ein Jahr bis zum 13. Oktober 2026 verlängert. Es umfasst ausschließlich kritische und wichtige Sicherheitsupdates. Das heißt also, es ist wirklich keine große Bereicherung. Wer Windows 10 laufen lassen will weiterhin, der wird es auch so tun, auch wenn keine Updates mehr kommen und sich darüber freuen, dass Windows endlich stabil läuft und nicht nach jedem Update mal wieder abkackt. Keine neuen Features, keine Bugfixes, kein technischer Support, außer für Lizenzaktivierung. Das Programm ist weltweit verfügbar, aber mit regionalen Unterschieden, insbesondere in der EU, Europäischer Wirtschaftsraum, EWR, EU und Irland, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz. Auf Druck von Verbraucherschützern, zum Beispiel Euroconsumers, ist ESU in der EU für Privatnutzer kostenlos und ohne zusätzliche Bedingungen wie Cloud Backup verfügbar. Weltweit VS ESU. So, wir schauen uns jetzt hier mal die Unterschiede an. Verfügbarkeit weltweit außer EU, Privatnutzer, Konsumer und Unternehmer schrittweise Rollout seit August 2025. Das läuft also schon ein bisschen länger. Dann identisch, aber kostenlos für Privatnutzer in der EU, Europäischer Wirtschaftsraum, seit September 2025. Dann die Dauer ist ein Jahr. Für Unternehmer können bis zu 3 Jahre verlängert werden, nicht für Konsumer, also nicht für Verbraucher, nur für Firmen. Was das alles soll, ich frag mich nicht bitte. Ja, also lasst die Kommentare raus, ich habe den Scheiß nicht verbockt. Ich demonstriere nur, was hier Sache ist. Das gleiche gilt für den europäischen Wirtschaftsraum. Kosten für Konsumenten weltweit ca. $30 oder 28 Euro. Oder 1000 Microsoft Rewards Punkte, alternativ kostenlos bei Aktivierung von Windows Backup Einstellungen Update. So kommt ihr dann dahin, da könnt ihr das dann einschalten. Da muss ich jetzt allerdings zu sagen, 1000 Microsoft Reward Punkte, die bekommt ihr, wenn ihr mit Microsoft Edge surft und so tägliche Aufgaben bewerkstelligt. Das ist wirklich keine rentable Geschichte. Die wenigsten von euch, denke ich, werden das machen. Aber vielleicht hat der eine oder andere, ja, weil er wirklich wahnsinnig viel surft, das Ding auch beruflich ein bisschen auf privaten Maschine benutzt, 1000 Punkte übereinander. Dann mag das gut sein. Ich habe nichts gehört, das mehrfach auch gelesen, dass dieses Reward-Programm nicht enthalten ist. Das heißt, ihr könnt diese Verlängerung nicht mit den Punkten von Microsoft Rewards kaufen. Das mal angemerkt. Also ob das funktioniert, ist ein Fragezeichen. Lassen wir mal dahingestellt. EU kostenlos, Registrierung mit Microsoft-Konto erforderlich, keine Backup- oder Punktebedingungen. Ihr braucht jetzt gar nicht in die Kommentare reinschreiben, warum man das mit meinem Microsoft-Konto machen muss. Ja, kein Kommentar dazu. Kostenlos für Unternehmen, $61 jährlich, ein Jahr, $22 2 Jahre, $244 3 Jahre. Pro Gerät via Volumen License. Das wird richtig günstig. Gleicher Preis in Azure-Umgebung, oft kostenlos. Also ihr habt in der EU halt den gleichen Preis, wenn ihr es als Firma kaufen wollt. Allerdings in der Azure-Umgebung ist es oft kostenlos enthalten. So, kommen wir zu den Voraussetzungen, um ESU zu nutzen. Da gibt es also verschiedene Sachen, die ihr einhalten müsst. Windows-Version, Updates müssen aktuell sein, Microsoft-Konto und administrativ auf dem Windows berechtigt. Dann das Gerät, welche Einschränkungen das du hast beim Mobile Device Management. Da gibt es also noch wirklich viel. Und dann ist hier noch Microsoft ETA und Azure. Das habe ich euch alles nochmal kurz mit reingeschrieben als kleinen Überblick. Das könnt ihr dann im Blogartikel nachlesen, den ich unten in der Videobeschreibung verlinke. Dann maximal 10 Geräte pro Microsoft-Konto sind möglich, weltweit. In der EU bis zu 5. Also da gibt es allen möglichen Schmarrn, die man kreuz und quer geschrieben hat. Ist wirklich Fazit interessant. Ich möchte euch das jetzt nicht trocken alles vorlesen.
Wie gesagt, liest aus der Homepage-Artikel einfach den Bereich raus, der für euch dann interessant ist. Dann hier auch nochmal, wie du es überprüfen kannst, wie du den Assistenten starten kannst, habe ich alles für dich nochmal so schön zusammengestellt. Anmelden, Microsoft-Konto, Optionen wählen, na, das ganze Zeug hier. Dann nochmal kurze, falls der Link fehlt, also kurz ein bisschen. Dann das Allgemeine, wichtig, das ist aber so ein Gag, wichtig in der EU, du musst dich mindestens alle 60 Tage mit deinem Microsoft-Konto anmelden, um Zugang aufrechtzuerhalten. Updates pausieren, sonst nach Anmeldung wird das automatisch fortgesetzt. Also der Erhalt der Updates. Es ist wunderschön, was sich da Microsoft wieder ausgedacht hat. Ja, man hätte das auch irgendwie einfacher gestalten können. Ich frage mich, was sie sich da so rumecken, aber ja, gut. Die meisten arbeiten halt nach wie vor unter Windows und wird wohl auch noch eine Zeit lang so bleiben. Wie gesagt, das war das Wichtigste. Wie gesagt, das Paket gibt es also für Firmen- und Privatkunden, für Firmenkunden bis zu 3 Jahre, für Privatkunden nur bis zu 1 Jahr. Sollte dir das Video geholfen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann Hinweis in eigener Sache, ich produziere diese Videos natürlich in meiner privaten Freizeit, bekomme dafür keine Unterstützung. Wenn du diesen Kanal jedoch unterstützen möchtest, weil du meine Arbeit gut findest, dann findest du Spendenlinks ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Solltest du nach wie vor weitergehende Probleme haben mit der Umsetzung dieses Videos oder sonstige Probleme mit deiner IT und EDV, Privat, Netzwerk oder Firma, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden, ein weltweiter remoter Dienstleister. Den Kontakt verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Auftrag gegen Rechnung, ohne Mitgliedschaft, Abo oder sonstige Haken, Ecken und Ösen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.